Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist kurz nach 16:30 Uhr und ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Sepsis-Akademie begrüßen. Es gab ein kleines Kommunikationsproblem meinerseits, das dazu geführt hat, dass die für heute geplanten Vorträge zur künstlichen Intelligenz im Zusammenhang mit Sepsis leider nicht stattfinden können. Und ich habe das große Glück, dass Herr Casu meine Anfrage nach einem Einspringen oder ein Vorziehen seines Vortrags sehr schnell mit einem Ja beantwortet hat. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, heute eine Sepsis-Akademie durchzuführen und mit dem Thema Sepsis im Rettungsdienst und in der Notaufnahme, worauf kommt es an? Und da freue ich mich sehr darüber, dass nicht nur, dass Herr Caso eingesprungen ist und vorgezogen hat, sondern überhaupt, dass er bei uns wieder in der Sepsis-Akademie ist. Er ist schon ein alter Bekannter hier. Und Herr Caso ist Chefarzt in der zentralen Notaufnahme im Asklepios-Klinikum in Hamburg-Wandsbek. Und er ist nicht nur ein begeisterter Notfallmediziner und einer, der auch andere begeistern kann im Bereich der Notfallmedizin. Er ist auch einer, der sich über viele Jahre schon dem Thema Sepsis verschrieben hat. Und er ist ein sehr, sehr aktiver Ausbilder und, wie ich finde, ein exzellenter Didaktiker. Und er ist auch sehr, sehr aktiv in den Social-Media-Kanälen und ich verfolge immer sehr interessiert zum Beispiel seinen Instagram-Kanal, wo er gerade immer kurze Statements zu sehr wichtigen Dingen aus meiner Sicht bringt. Und mir ist in Erinnerung in den letzten Wochen sein Statement zu der Diagnose schlechter Allgemeinzustand, ja, der immer wieder in der Notaufnahme aufschlägt sozusagen und wo es ja eigentlich ein Desaster ist, dass solche Art von Diagnosen gestellt werden. Und er hat auch einen sehr interessanten YouTube-Kanal, den ich nur empfehlen kann, wo es viele interessante medizinische, aber auch andere Dinge gibt. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein, Herr Caso. Vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie wieder bei uns sind in der Sepsis-Akademie und das Wort ist das Ihre. Vielen herzlichen Dank, Herr Gründling, für die tolle Einführung. Eigentlich kann es jetzt nur noch schlechter werden nach den netten Worten. Und ich freue mich wirklich sehr, bei diesem Format dieses Jahr auch wieder dabei zu sein, weil es so unglaublich wichtig ist, dass wir hierüber sprechen und viele Kolleginnen und Kollegen erreichen. Denn wir können uns den Mund fusselig reden, aber nach meiner Ansicht hat die Sepsis immer noch nicht die Lobby, die sie verdient. Und gerade Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner, die die Speerspitze darstellen im Erstkontakt zu Patientinnen und Patienten mit der möglichen Sepsis, die müssen hier eingebunden sein. Und deswegen vertrete ich diese Zunft auch ausgesprochen gerne heute und versuche so ein bisschen den Fokus darauf zu legen, woraus es wirklich ankommt und was, wie ich häufig umgangssprachlich zu sagen pflege, einfach Shishi ist und man bestenfalls eher weglässt, um den Fokus nicht zu verlieren. Sepsis im Rettungsdienst und in der Notaufnahme, worauf kommt es an, ist das Thema für heute. Jetzt müssen wir noch gucken, dass die Folien weitergehen. Ich habe Ihnen kurz Interessenkonflikte mitgebracht. Da ist so eine Firma dabei, die ganz hervorragendes Antibiotikum vertreibt. Das wird heute allerdings nicht Erwähnung finden und deswegen denke ich, bin ich hier zu dem Thema frei von Interessenkonflikten. Ja, die Sepsis, die ist deswegen so fies, weil sie viel häufiger ist, als man denkt. Und man schiebt es dann ja gerne auf andere und sagt, ja, die Daten kommen ja alle von der Intensivstation, Inzidenz von 11,64 pro 1000 Intensivtagen. Das ist ja nicht so schlimm. 12,6% der Fälle auf Intensivstation. Ja, das ist ja nicht so schlimm, aber guck mal, 60% fast sind ja nosokomial erworben. Das ist dann ja schon an der Notfallmedizin vorbei. Das ist aber, um ganz ehrlich zu sein, nicht die wirkliche
Wahrheit, sondern Tatsache ist, dass es im deutschen Rettungsdienst sehr wohl eine Rolle spielt, die Inzidenz der Sepsis, sodass vorkommt. Der Erstkontakt findet sehr häufig durch die Rettungsdienste bereits statt, gar nicht mal nur in der Notaufnahme. International 1 bis 8% der Einsätze in Deutschland, geschätzt 2,5% aller Einsätze, sind in Verbindung mit einer Sepsis, und ich halte das noch für deutlich untertrieben, aber Tatsache ist auch, 42% der stationär aufgenommenen Patientinnen und Patienten, die an einer Sepsis leiden und hospitalisiert werden, haben die Infektion ambulant erworben und damit naturgemäß den Erstkontakt mit rettungsdienstlich und notfallmedizinischen Strukturen und Instanzen. Und das bedeutet, wir müssen es im Kopf haben und es grundsätzlich als Differentialdiagnose genauso einbinden wie lebensbedrohliche Differentialdiagnosen, an die wir sonst auch immer denken würden, wie den Myokardinfarkt, die Lungenarterienembolie oder von mir aus auch den Schlaganfall und die schwere Hirnblutung. Und wieso sage ich tödlich? Auch wenn wir den Eindruck haben, dass die Sepsis jetzt im internationalen Vergleich in Deutschland gut behandelt ist, hat sie noch eine brutal hohe Mortalitätsrate. Die ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Das ist überhaupt keine Frage. Sie sehen hier eigentlich jetzt ganz solide Daten aufgezeichnet bis 2018, veröffentlicht im Deutschen Ärzteblatt. Aber die Wahrheit ist, dass wir vor allem ältere Patientinnen und Patienten hospitalisieren und Erstkontakt notfallmedizinisch haben und dass die Sepsis eine auch altersabhängige und weniger geschlechtsabhängige Krankenhaussterblichkeit aufweist. Sie sehen hier Mortalitätsraten von guten 30% im Alter ab 65 aufwärts, und das ist gar nicht mal so das richtig Schlimme, sondern was mir so richtig wehtut, und das wurde auch dieses Jahr veröffentlicht, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, aus dem Deutschen Ärzteblatt, vor 2 Jahren veröffentlicht, ist die Datenlage in den Langzeitverläufen. Wenn man sich das anschaut, ich habe es Ihnen mal markiert, also das Gesamtüberleben derjenigen, die ab 60 Jahre aufwärts sind, in einem 36-Monats-Radius, tja, da bleiben nur noch 35% übrig. Diese Mortalitätsraten sind eine einzige riesengroße Katastrophe, und deswegen dürfen wir, Herr Gründling, Sie und ich und alle anderen, die sich engagieren, sehr wohl behaupten, dass die Sepsis zu den führenden Todesursachen in der Bundesrepublik Deutschland gehört, und deswegen muss darüber gesprochen und es im weiteren Verlauf natürlich auch erkannt werden, keine Frage. Und was hat es jetzt mit dem Rettungsdienst zu tun? Spielt es wirklich eine Rolle? Was für Daten haben wir dazu, was den Erstkontakt in dem präklinischen Setting betrifft, bevor wir uns später in das klinische Setting bewegen? Haben wir uns eine ganze Weile auf amerikanische Daten berufen, und die haben schon gezeigt, dass ein Erstkontakt mit dem Rettungsdienst zu einer schnelleren innerklinischen Versorgung führt. Dass Patientinnen und Patienten, die in Begleitung des Rettungsdienstes in die Klinik kamen in den USA und bei denen dann bei der Übergabe das Wort Sepsis erwähnt worden ist, die Verweildauer in der Notaufnahme bis zum Erstkontakt des Arztes signifikant geringer war und auch die Verweildauer in der Notaufnahme bis zur ersten Antibiotikagabe signifikant verringert war. Jetzt haben wir das übertragen können, hier mit einer im letzten Jahr veröffentlichten, zugegebenermaßen kleinen retrospektiven Studie, aber, und das finde ich so interessant dabei, sie zeigt genau dasselbe, was wir aus den internationalen Daten gesehen haben. Wenn die Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes die Patientinnen als septisch erkennen und so formuliert übergeben in der zentralen Notaufnahme, haben wir ein signifikant kürzeres Intervall bis zur ersten Antibiotikatherapie, und das ist in den amerikanischen Daten nicht gelungen, man sieht sogar eine Reduktion der Mortalitätsrate. Ich weiß, monozentrisch, und ich weiß, retrospektiv, aber eins ist ganz offenkundig der Fall: der Rettungsdienst scheint einen Einfluss zu haben, ob signifikant oder nicht. Worauf ich hier in diesen Daten aber auch kurz hinweisen will, da schauen Sie jetzt mit mir mal zusammen drauf. Schauen Sie nochmal unten, da steht Sepsis overlooked, also übersehen. Von einer Gesamtkohorte von 230 Patienten hat man 205 offenkundig nicht formuliert und nicht gesehen und N25 erkannt. Und das ist für mich
genau der Grund, warum es sich lohnt, jeden Tag sich die goldene Frage zu stellen, nämlich könnte es eine Sepsis sein, damit man diese Differentialdiagnose einfach nicht aus den Augen verliert. Die Sepsis ist also akut und notfallmedizinisch relevant, weil sie ist ambulant in 42% der Fälle mit der Infektion mitgebracht und erworben. Der Erstkontakt medizinisch ist in Verbindung mit den Rettungsdiensten und der ZNA zu sehen und die Mortalitätsrate ist brutal hoch, sodass es definitiv erkannt werden muss. Und da spielt die Früherkennung eine wesentliche Rolle. Das haben wir gerade gesehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, inwiefern wir denn bewaffnet sind, um die Früherkennung auch wirklich zu gewährleisten. Und an den nächsten Daten ist Herr Gründling nicht ganz unbeteiligt. Ich mag es sehr gerne und werde es noch einige Weile zeigen können, bis mir größere Stichproben gezeigt hat. Auch das kennen wir aus US-amerikanischen Daten. Und hier haben wir deutsche Umfragen, eine Studie von der Universität Greifswald. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Umfrage im Bereich der Notfallmedizin durchgeführt und haben gesagt, liebe Leute, wisst ihr, was der Q-SOFA-Score ist? Inwiefern man diesen Score bewerten soll, darauf können wir noch eingehen. Aber Tatsache ist ja nun, dass er seit der Sepsis-3-Definition in aller Munde sein sollte. Veröffentlichung, glaube ich, 2016. Das ist 6 Jahre her. Wir sollten uns daran gewöhnt haben. Und gleichzeitig hat es auch Einzug gehalten in die deutschen Sepsis-Leitlinien. Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, die Parameter sind bekannt. Achtung, in genau 40% der Fälle, das ist weniger als die Hälfte. Pflegepersonal und Rettungsfachpersonal in unter 10% der Fälle haben sie angegeben, dass die Parameter dieser 3 einzelnen Punkte bekannt sein. Und ist man dann da so ein bisschen in die Tiefe gegangen, hat gesagt, okay, jetzt kriegt er das auch auf die Kette, sagt man die Kombination aller 3 Kriterien, klappt das oder klappt das nicht, hat die Ärzteschaft in knapp über der Hälfte nur geschafft, das Pflegepersonal in knapp über 10% und das Rettungsfachpersonal in beinahe 10%. Und das ist zu wenig, wenn wir darüber sprechen, dass es sich um ein tödliches, notfallmedizinisch relevantes Erkrankungsbild handelt, bei dem man sich 3 Aspekte merken muss, um zu gucken im Rahmen eines Screenings, ob es sich jetzt leitliniengerecht um eine Sepsis handeln könnte oder nicht. Und man sieht auch, dass in die Tiefe hier nicht so richtig gegangen werden will. Diese Untersuchungen habe ich mitgestalten dürfen. Monozentrisch haben wir über 30.000 Datensätze ausgewertet, und zwar rettungsdienstliche Datensätze, und haben uns angeschaut, bei den Patientinnen und Patienten, bei denen im Protokoll eine Infektion als Diagnose vermerkt ist, also bei denen bekannt ist oder doch der Verdachtsmoment besteht seitens des Rettungsfachpersonals oder Notärztinnen und Notärzten, dass da eine Infektion vorliegt. Wie hat man denn damals die Vitalparameter erhoben? Veröffentlicht 2018, die Daten erhoben zu Zeiten der SIRS-Kriterien. Schauen Sie sich das an. Rettungsdienstlich erhobene Vitalparameter bei Infektion in der Diagnose Pneumonie, primäre Sepsis oder Harnwegsinfekt, wie es so schön heißt. Und in weniger als einem Viertel hat man überhaupt Fieber gemessen. Die aus meiner Sicht brutal wichtige Atemfrequenz, die eines der sensibelsten Vitalparameter ist, die wir überhaupt erfassen können, weil es auch in der Frühphase schon beginnt anzusteigen, im Gegensatz zum Blutdruck, der abschmiert, wenn der Patient schon jetzt mal umgangssprachlich fix und fertig ist und in den Dekompensationsphasen sich befindet. Ja, die haben wir in maximal einem Drittel erhoben. Und das ist natürlich zu wenig, wenn diese Vitalparameter uns dazu bringen sollen, über die Sepsis nachzudenken und sie als Verdachtsmoment in den Ring zu werfen. Und der Offenbarungseid aus meiner Zunft, notärztliches Dasein und ehemaliger Rettungsassistent, die Vitalparameter, die die Gerätschaften automatisch ausspucken, weil man ein EKG draufgeklebt und eine Manschette umgemacht hat, um auf Plus zu drücken, damit es misst, die sind erhoben worden. Da könnte man schon beinahe unterstellen, dass es uns die Sepsis nicht wert ist, aktiv zu werden und zusätzliche Gerätschaften wie das Fieberthermometer zu benutzen oder mal innerhalb von 15 Sekunden die Atemfrequenz auszuzählen, um sie mal 4 zu nehmen. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder, auch wenn es
wahrscheinlich zunehmend bekannt ist und besser als in den gerade gezeigten Daten, auf jeden Fall hoffe ich das, dennoch die Sepsis in ihrer Diagnose und Definition nochmal zu erwähnen. Da ist nicht alles glücklich gelaufen in der letzten Zeit, da gibt es Leute, die ein bisschen traurig sind, aber dennoch sind Diagnosen und Definitionen wichtig, damit wir eine Sprache sprechen und unsere Patientinnen und Patienten rausfiltern können. Grundlage hierfür die Sepsis-3-Kriterien, die sagen, und das ist nachvollziehbar, dass die Sepsis eine lebensbedrohliche Organdysfunktion auf dem Boden einer Überreaktion der Immunreaktion besteht, die infolge einer Infektion entstanden ist. Und wenn man das nicht so geschwollen ausdrücken will, damit man alles im Fokus behält und die Abläufe klar bleiben, kann man sagen, es gibt eine Infektion als Grundlage für die Sepsis. Auf die Infektion folgt eine nicht regulierte, überschießende, generalisierte Immunreaktion und die ist so ausgeprägt, dass es im Verlauf auf dem Boden dieser Überreaktion zu einer lebensbedrohlichen Organdysfunktion kommt. Und wenn da lebensbedrohlich in der Definition steht, ist ja schon alles gesagt. Die Sepsis ist und bleibt ein lebensbedrohliches Erkrankungsbild. Und wenn diese sich nun mal fortführt und metabolische bzw. auch kardiovaskuläre Insuffizienzen zur Folge hat, wegen verschiedenster pathophysiologischer Prozesse wie der Vasodilatation, dem Capillary Leak, dem myokardialen Stunning, also der septischen Kardiomyopathie, dann führt es zu einem septischen Schockgeschehen mit hohen Mortalitätsraten, die dann auch im septischen Schock über die 30%, die wir vorhin gesehen haben, deutlich hinausgehen. Jetzt kann man mit dieser Diagnose natürlich im Alltag nicht viel anfangen. Wir wollen ja immer Zahlen haben, also hat man sich gedacht, stellt man auch Zahlen zur Verfügung und hat als Grundlage hierfür den Sequenced Organ Failure Score gewählt, ein Score, den Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner bereits kennen, der notfallmedizinisch nicht so häufig Anwendung findet und der natürlich aber vor allem auch Nachteile hat. Insbesondere die Fragestellung, wie das ist bei Patientinnen und Patienten, die chronisch schon mehrere Punkte mit sich bringen auf dem Boden diversester Grunderkrankungen, wie man damit umgehen will, blieb eine ganze Weile unbeantwortet. Und es ist ein komplexer Score, den man auch nicht einfach so nebenbei anwenden kann, auch nicht in zentralen Notaufnahmen. Das versuche ich dann auch immer klar zu erklären, wenn Sie eine kleinere Notaufnahme haben, die 100 Patientinnen und Patienten am Tag versorgt und Sie haben einen Prozess, der Sie 3 Minuten kostet, zusätzlich zum eigentlichen Aufkommen und Sie wollen das für jeden Patienten screenen, dann sind es 3 mal 100 Minuten, beziehungsweise 100 mal 3 Minuten, das sind 300 Minuten mehr Arbeitszeit. Dafür wird Ihnen kein Personal gestellt für einen Score. Der Horowitz-Index beinhaltet aber auch Verlaufskriterien wie die Urinausscheidung und bestenfalls sind sie notfallmedizinisch so aufgestellt, dass sie nicht 12 Stunden lang den Urinausscheidungsprozess im Verlauf beobachten müssen, sondern die Patientinnen und Patienten zwischenzeitlich auf die Intensivstation verlegt worden sind. Also für Peripherie und einige anderen Städten, wie beispielsweise auch die präklinische Notfallmedizin, ungeeignet. Und so hat man sich gedacht, will man eine kurze, einfache Variante nehmen mit 3 Fakten, die in einer Kombination von mindestens 2 der 3 Punkte bei Verdacht auf eine Infektion den Verdachtmoment der Sepsis in den Raum stellen sollen. Was so ein bisschen unglücklich ist, ist, dass wenn Sie eine Infektion haben, die Infektion sorgt dafür, dass Sie eine Bewusstseinsstörung haben. Aus meiner klinischen Erfahrung heraus ist absolut gerechtfertigt ist jetzt zu sagen, dass der Patient schon todsterbenskrank ist. Auf einen zweiten der hier genannten Punkte warten zu wollen, halte ich für einen großen Fehler. Genau dasselbe gilt zum Beispiel für die Atemfrequenz. Wenn Sie einen Patienten haben, der auf dem Boden einer Infektion eine Atemfrequenz von, sagen wir mal, über 22, also 25 pro Minute hat, dann ist er bis zum Beweis des Gegenteils ziemlich krank. Der Score greift hier allerdings nicht. Und das ist ein Problem, das sich im weiteren Verlauf wie ein roter Faden durch die Geschichte des QSOFA ziehen sollte und die ich Ihnen jetzt noch aufzeigen will. Allerdings wird man sie im Moment noch nach den nationalen Guidelines, Leitlinien, also leitliniengerecht mit dem QSOFA-Score konfrontieren. Deswegen sollten Sie wissen, dass eine Infektion, die dafür Sorge trägt, dass dieser QSOFA-Score in mindestens 2 Punkten positiv ist, dass man dann davon ausgehen soll, dass eine Sepsis hierfür verantwortlich ist und man soll dann weiter
durchführende Diagnostik betreiben, um die Sepsis zu bestätigen oder sie auszuschließen, und man soll es auch so behandeln, als sei es eine. Und wenn diese Sepsis eine adäquate Flüssigkeitstherapie hat, sagen wir mal in den Raum gestellt 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht kristalloide Lösung und der mittlere arterielle Druck ist und bleibt kleiner gleich 65 Millimeter Hg mit einem deutlichen Laktatanstieg über 2, dann spricht man auch hier zahlenbasiert von einem septischen Schockgeschehen. Und kaum waren diese Diagnosen publiziert, gab es natürlich auch Kritikpunkte, nämlich dass dieses hohe Level an Notwendigkeit, diese Punkte zu erreichen, selbst im Q-SOFA-Score, dafür Sorge tragen könnten, dass eine Sepsis in ihrer Frühphase übersehen und viel zu spät therapiert wird, dass man sich dafür entschieden hat, für eine hohe Spezifität sich auszurichten, das auf Kosten der wichtigen Sensitivität. Und dass auch einiges an validen Daten fehlte, um eine solche Einführung der Scores tatsächlich zu rechtfertigen. Und es gibt jetzt ganz viele Untersuchungen zu den Scores, also sie werden damit erschlagen. Und das Spannende ist, es gibt ganz häufig vollkommen unterschiedliche Ergebnisse, welcher Score für die Früherkennung, die Detektion wirklich der richtige sein soll und der beste. Aber eins haben fast alle gemeinsam, der Q-SOFA-Score ist als Screening-Tool offenkundig vollkommen ungeeignet. Und viel zu viele Patienten fallen durch das Raster. Stellvertretend hierfür habe ich Ihnen diese Untersuchung mal mitgebracht. Man hat hier 3 Klassiker miteinander verglichen. Das SIRS, das Sie kennen von früher, möchte ich mal sagen, den Q-SOFA-Score, den man im Verlauf dann auch mit Laktat kombiniert hat in Notaufnahmen, um zu gucken, ob dadurch die Sensitivität steigt als Beispiel. Und den New Early Warning Score, der durchweg in allen Untersuchungen ziemlich solide aufgestellt ist in seiner Sicherheit und im prädiktiven Wert, was die Erkennung der Sepsis und des Krankheitszustandes von Patientinnen und Patienten betrifft. Und weil sich alle Untersuchungen zunehmend einig waren, dass Q-SOFA nicht geeignet zu sein scheint, haben die internationalen Leitlinien der Surviving Sepsis Campaign jetzt bereits im Oktober des vergangenen Jahres, schon fast ein Jahr her, reagiert und haben eine Strong Recommendation gemacht, also eine starke Empfehlung rausgegeben und gesagt, dass sie sich ziemlich sicher sind, dass Q-SOFA bitte nicht mehr als alleiniges Screening-Tool genutzt werden soll, um eine Sepsis oder einen septischen Schock zu detektieren, und empfehlen stattdessen zum Beispiel im Vergleich die SIRS-Kriterien wieder zur Anwendung zu bringen oder den derzeit schon genannten New Early Warning Score. Und das Spannende ist, Sie kommen jetzt natürlich so ein bisschen in die Not bezüglich nationaler und internationaler Leitlinien und bestimmt auch bezüglich des medizinischen Dienstes in innerklinischen Prüfungen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn Sie die Kraft aufbringen, einen dieser Early Warning Scores, ob es der New Early Warning Score ist oder der Modified Early Warning Score, oder für welchen Sie sich auch immer entscheiden mögen, zu implementieren, passiert was ganz Tolles. Erstens, Sie haben nicht nur ein schönes Screening-Tool, um grundsätzlich kranke Menschen rauszufischen, egal ob die Sepsis dafür verantwortlich sein möge oder nicht. Und zweitens, Sie haben ein ganz hervorragendes Instrument, um eben auch die Sepsis-Patientinnen und Patienten rauszufischen und gleichzeitig zu sagen, und das habe ich Ihnen hier markiert, dass der Q-SOFA-Score ja mehr oder minder hier wunderbar inkludiert ist, nämlich mit verändertem Bewusstsein, einer Atemfrequenz, okay, 2 Punkte, bei 21 pro Minute sei es geschenkt. Diese eine Frequenz pro Minute, die werden Sie verkraften können, und einem niedrigen Blutdruck. Und Sie sind in der Lage, innerhalb des Rettungsdienstes, aber auch im Verlauf in der klinischen akuten Notfallmedizin ein ganz hervorragendes Screening-Tool zu implementieren und zu schauen, ob es in Verbindung mit der Infektion einen berechtigten Sepsisverdacht gibt oder eben nicht. Die Tatsache, dass die einzelnen verschiedenen Scores in Abhängigkeit der unterschiedlich untersuchenden Zentren auch so unterschiedlich stark oder schwach haben schneiden lassen, liegt aus meiner Sicht an 2 Gründen. Erstens, unterschiedliche Schulungen von unterschiedlichem Personal.
mit unterschiedlichen Scores, die man kannte oder nicht. Und zweitens, die Sepsis ist und bleibt, und da kommen wir nicht dran vorbei, eine klinische Diagnose. Denn sie ist facettenreich und ein Instrument alleine wird uns derzeit nicht helfen, diese Diagnose zu stellen. Es ist und bleibt das Gesamtbild. Und insbesondere in der Notfallmedizin, ob präklinisch oder innerklinisch, ist dieses Gesamtbild am Anfang geprägt von der Eindeutigkeit der Pathophysiologie, die aus meiner Sicht aus 5 wesentlichen Aspekten besteht, die wir klinisch gut erfassen können. Das ist die Vasodilatation mit nachfolgend entweder kompensatorischer Tachykardie oder schon Blutdruckabsturz. Genauso wie das Capillary Leak, das vasoaktiv natürlich Einfluss hat, auch kreislaufwirksam ist und auch zur Ödembildung führt. Es ist die myokardiale Dysfunktion, die im Verlauf auch die Dekompensation unserer septischen Patienten mit begründet. Es ist die Koagulopathie, die wohlgemerkt schon häufig ein Spätstadium ist, aber sich wiederum so schnell entwickeln kann, dass Sie das innerhalb kürzester Zeit auf den Intermediate Cares sehen können oder als Frühzeichen beispielsweise schon in einem reduzierten Quick sehen oder einer Thrombozytopenie zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die endokrine Dysfunktion, die uns immer wieder Kopfschmerzen bereitet und vor allem auch intensivmedizinisch dafür Sorge trägt, dass wir verschiedenste Regime versuchen an den Tag zu legen, um der gerecht zu werden, in der Hoffnung, dass wir Patientinnen und Patienten besser machen. Aber es bleibt klinisch. Das ist meine feste Überzeugung. Das Bild, das Sie jetzt sehen, das müssen wir erkennen. Das müssen wir erkennen in der Notfallmedizin und das ist so schwierig, weil der Grund, dass ich kein Dermatologe werde, der spaltet sich in 2 Themen. Erstens, für mich sehen alle Effloreszenzen gleich aus, egal ob sie unterschiedliche Erkrankungen repräsentieren, das ist die Hölle. Und zweitens, Effloreszenzen, die gleich aussehen sollen, weil sie von derselben Erkrankung sind, sehen für mich bei unterschiedlichen Patienten blöderweise immer unterschiedlich aus. In Abhängigkeit der Hautfarbe, des Stadiums, der Erkrankungsschwere, aber auch meiner persönlichen Leidenschaft im Tagdienst oder im Nachtdienst, mich mit Effloreszenzen auseinanderzusetzen. Und dennoch ist die Krankheit auf die Haut geschrieben. Und wir müssen diese Buchstaben können, um es lesen zu können. Was Sie hier sehen, sind so kleine Vesikel, so kleine Bläschen. Und Sie sehen auch an einer gewissen Stelle, links unten, dass die ersten Bläschen schon konfluieren. Und es ist so ein bisschen pustelig, aber hat auch so rote Anzeichen, als wäre es ein Sonnenbrand gewesen. Und so stellte sich eine Frau vor, Mitte 50, die sich deswegen in der Notaufnahme vorstellte, weil sie sagte, ich habe mich noch nie so krank gefühlt. Ich bin müde und ich bin schwach und seit einigen Stunden habe ich auch hohes Fieber und deswegen komme ich jetzt zu Ihnen. Und sie kam in Begleitung ihres Ehemanns und sie kam noch in einem relativ soliden Allgemeinzustand mit normaler Herzfrequenz, einem normalen Blutdruck, aber halt Fieber. Und sie hatte Sorge, dass es vielleicht mit ihrem Ägyptenaufenthalt in Zusammenhang stehen könnte, wobei sie schon seit 2 Tagen wieder zu Hause war und sich während des Urlaubs überhaupt keine Sorgen machen musste, weil es ihr gesundheitlich stets gut ging. Und die Dynamik dieses klinischen Bildes der Sepsis ist brutal. Das ist das Bild nach 24 Stunden. Sie sehen die kleinen Bläschen konfluierten zunehmend. Sie hat so purpurartige, flächenhafte Untergründe gebildet im Sinne einer Koagulopathie mit Einblutungen. Und das entstand, obgleich die Patientin rausgegriffen, umgehend auf die Intermediate Care verlegt und eine wirklich brutale Antibiotika-Kombinationstherapie nach Entnahme von Blutkulturen erhalten hat. Sie verschlechterte sich zunehmend, wurde tachypnoisch, hat das nicht mehr geschafft, bekam eine NIF, hat sich nicht gehalten, wurde intubiert, hat einen akuten Nierenschaden entwickelt und musste an die Nierenersatztherapie und war zuletzt wirklich hochkatecholaminpflichtig. Und zwar egal, was wir taten, so sah die Patientin nach 48 Stunden aus. Und ich würde Ihnen gerne ein Bild nach 72 Stunden zeigen, kann ich aber nicht, weil sie hat keine 72 Stunden überlebt und verstarb im fulminanten Multiorganversagen. Und dieses erste Bild mit diesen Pusteln, die sich gezeigt haben, in Verbindung mit Fieber, sind ein Hinweis darauf, dass es sich um ein toxisches Schocksyndrom handeln könnte. Und so müssen die Patientinnen und Patienten dann auch aufgenommen und bis zum Beweis des Gegenteils konsequent therapiert werden,
gerne auch unter Hinzuziehen eines Dermatologen. Aber bis zum Beweis des Gegenteils sind es die tödlichen Erkrankungen. Und das Fiese am toxischen Schocksyndrom ist, erstens, wir sehen es zuerst, wir sehen es zuerst, wir sehen es zuerst, weil es ist vor allem ambulant erworben und nicht nosokomial. Punkt Nummer 2 ist, haben wir initial eine Fehldiagnose beim Erstkontakt, dann liegt die Mortalitätsrate nicht mehr zwischen 1,5 bis 8%, sondern kann die 50% übersteigen, weil die Therapie zu spät eingeleitet wird. Das heißt, es liegt an uns in der Notfallmedizin, dieses Erkrankungsbild zu erkennen, indem wir daran denken, indem wir Vitalparameter erheben und uns besser um Effloreszenz zu kümmern, als ich es offenkundig zu tun in der Lage bin, damit wir eine adäquate Therapie einleiten. Auch auf die Haut geschrieben stehen andere Erkrankungen, die man erkennen sollte, wie hier die Meningokokken-Sepsis mit dieser klassischen landkartenartigen rötlichen Veränderungen, die sich nicht nur an einer Stelle, sondern überall am Körper zeigte. Ein junger Mann, der es verdient hat, dass er Verzeihung, die Therapie bekommt mit Ampicillin und Ceftriaxon, um ihn frühzeitig adäquat und aggressiv anzubehandeln und der bakteriellen Sepsis entgegenzuwirken. Und bitte warten Sie hier nicht auf einen Meningismus. Wenn der Patient krank ist und hat tatsächlich ganz klassische Bewusstseinsstörungen, obwohl er Anfang 40 ist und er zeigt solche Effloreszenzen, dann achten Sie nach dem CT darauf, dass Sie eine Liquorpunktion indizieren und eine Antibiotikatherapie einleiten, um das Outcome dieser Patientinnen und Patienten zu verbessern. Und hier habe ich noch andere Beispiele für Sie mitgebracht. Auf der linken Seite, Patient mit intraabdominellem Abszess nach Pankreasoperation, die lange her war. Ich habe diesen Patienten als Notarzt gesehen und habe ihn aus dem Wohnzimmer wieder in die Klinik gebracht, weil er eigentlich seine Operation schon lange überstanden hatte. In der Mitte die Patientin mit der Urosepsis und schwerster Marmorierung. Auf der Haut steht, ich bin minder perfundiert und habe eine Schocksituation. Ja, die Haut sagt nicht, wo der Fokus liegt, aber sie zeigt die Minderperfusion und die Notwendigkeit des schnellen Handelns. Genauso wie die Akren, die sich minder perfundiert zeigen und das septische Geschehen auf die Haut schreiben. Schwere Perfusionsstörungen bei Sepsis sind dann auch ein bisschen in Mode geraten. Nicht zuletzt durch die Welt von Free Open Access Medication, also das, was viele Kolleginnen und Kollegen über die sozialen Medien tun und haben ein bisschen den sogenannten Mottling Score, also den Marmorierungsscore beworben, um auch hier nochmal herauszustellen, dass es sich um eine klinische Diagnose handelt. Hier können Sie das sehen, eine brasilianische Arbeitsgruppe hat sich dann da auch noch eine Weile tiefer mit beschäftigt. Man hat gesagt, okay, die Marmorierung beginnt insbesondere und sehr gerne im Bereich der Patella und geht dann radial immer weiter nach oben in Richtung Leiste als Beispiel. Und man hat dann klassische Kreise gezogen, um Stadien einzuteilen, hat gesagt, okay, alles klar, wie ist es denn jetzt mit der Marmorierung? Ist das Ausmaß der Marmorierung auch gleichzusetzen, beispielsweise mit der Mortalitätsrate? Das hat man dann gemessen nach 0 Stunden nach der Aufnahme auf Intensivstation, 6, 12 und 24 Stunden und hat es korrelieren lassen mit der 14 Tage Mortalität. Und tatsächlich ist es so, dass es hier eine schöne Korrelation gab, weil nun mal die Sepsis eine klinische Diagnose ist und selbstverständlich das Ausmaß der Perfusionsstörung mit der Mortalitätsrate ganz wunderbar korreliert und das auch ganz spannenderweise unabhängig davon, wie hoch die Vasopressorentherapie gelaufen ist. Also dieser Score hat in dieser kleinen Untersuchung, es waren nicht viele Patientinnen und Patienten und es ist natürlich auch einfach nur mit dieser Studienspielerei, das Visualisieren der Tatsache, dass es eine klinische Diagnose ist, aber man hat es auch angeschaut, ob es Unterschiede gibt, wenn die Patientinnen und Patienten verschiedene Dosierungen von Norepinephren bekommen. Es gab keinen signifikanten Unterschied. Das heißt, sie konnten es auch trotz der aggressiven Therapie mit Katecholamin verwenden, um zu gucken, wie es den Patientinnen und Patienten geht, die von dem Erkrankungsbild betroffen waren. Ja, es ist eine klinische Diagnose und da gibt es ja dann auch ganz häufig und ganz wunderbar die Tendenz dazu, bei den Menschen auf die Haut zu drücken, in der Hoffnung, dass man in der Lage ist,
dadurch eine Rekapillarisierungszeit zu erkennen. Ich habe Ihnen das mal hier mitgebracht und hoffe, das Video, das funktioniert. Wir schauen jetzt mal. Ja. So, und jetzt zählen Sie mal mit mir. 21, 22, 21, 22. Gute Recap, unter 3 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24. Oh, schlechte Recap. Das heißt, eine akute Verschlechterung unseres klinisch offenkundig kranken Patienten innerhalb von 10 Sekunden. Und das ist natürlich Quatsch. Jede Untersuchung ist nur so gut wert, wie man sie einerseits in der Lage ist, auch zu vergleichen, und zwar nicht nur zwischen Patienten, sondern auch zwischen Untersuchenden, und indem man sich einfach klar macht, dass man es vereinheitlicht durchführt, damit man diese Werte auch wirklich gut erfassen kann. Eine Recap ist entweder nach 2 oder nach 3 Sekunden angeblich pathologisch. Und wo man draufdrückt und wie lang, ist nicht definiert. Hier sehen Sie eine schöne Studie, da hat man geguckt, ob die Rekapillarisierungszeit im Vergleich mit dem Laktat, ob es da eine Besserung gibt in der Mortalitätsrate, wenn man die Recap nimmt zur Steuerung der Infusions- und Kreislauftherapie. Aber in dieser Studie hat man auch was anderes ganz Tolles gemacht. Man hat nämlich die Form der Rekapillarisierungstestung ganz eindeutig vereinheitlicht. Man hat nicht mit dem Finger irgendwo drauf gedrückt für einen Zeitraum seiner Wahl, sondern man nahm diese Objektträger wie bei Mikroskopen, damit man sieht, wann die Haut auch wirklich weiß ist und nicht mehr durchblutet, und hat so lange drauf gedrückt, bis es soweit war, und dann nochmal 10 Sekunden gewartet und dann losgelassen und mit einem Chronometer, also einer Stoppuhr, gemessen. Das macht aber doch keiner im Vergleich. Das ist ja Quatsch. Das heißt, es ist und bleibt auch hier ein klinisches Bild, das Ihnen als Mosaikstein helfen kann, zu gucken, wie krank ist die Patientin oder der Patient und ist es eine Sepsis in Verbindung mit der Infektion. Und im Übrigen hat diese Studie, die 2019 publiziert worden ist, nicht gezeigt, dass die Rekapillarisierungszeit dem Laktat als Steuerungsinstrument überlegen ist. Aber was auch noch klinisch wichtig ist und worauf wir auch in der Notfallmedizin einfach Wert legen, weil wir nun mal den Erstkontakt haben, weil häufig Laborparameter noch nicht da sind, weil wir keine Verlaufsmöglichkeit haben in der Kontrolle von 48 Stunden, denn wir sehen die Patienten jetzt und müssen jetzt entscheiden, ist das Bewusstsein. Und das Gehirn ist ein ganz wundervolles Organ, weil es Gott sei Dank bei den kleinsten Kleinigkeiten nicht mehr funktioniert und uns damit ganz klar sagt, dass die Patientin oder der Patient einfach zu krank ist in dem Moment, als dass das Gehirn noch funktionieren würde. Meine Sorge ist so ein bisschen in der Notfallmedizin, dass wir das als normal ansehen, weil wir ständig solche Menschen sehen. Aber wenn Sie sich so manchen Patienten in der zentralen Notaufnahme oder im Rettungsdienst mal angucken und projizieren ihn geistig zu Aldi an der Kasse, würden Sie bei Aldi sofort die 112 wählen, und in der Notaufnahme gehen Sie an den Menschen vorbei, weil es scheint ja normal zu sein, dass das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert. Und da müssen wir sensibel bleiben, sensibel genug, um die Krankheitsausmaße zu erkennen und sofort zu handeln. Die sepsisassoziierte Enzephalopathie ist komplex und bis heute nicht richtig verstanden, offensichtlich auch multifaktoriell, aber das Spannende ist, dass sie häufig vor der klinischen Präsentation pathologischer anderer Vitalparameter auftreten kann. Und deswegen ist es ein spannendes Instrument. Hier ein Beispiel mitgebracht. Ein Herr, 85 Jahre alt, stellt sich vor in der zentralen Notaufnahme gegen 14 Uhr. Sehen Sie sich die Herzfrequenz an, 46. Blutdruck 160/60. Temperatur beim ersten Screening 37,1. Sauerstoffsättigung gut. Atemfrequenz bei 13. News-Score 0 Punkte. 0. Aber irgendwas war komisch. Er war fahriger als sonst. Er war nicht müde. Er war unruhig. Er war nicht mehr ganz orientiert. Irgendwas war einfach komisch. Und jetzt sehen Sie sich die Verlaufsparameter an. Noch in der zentralen Notaufnahme. 15:40 Uhr. Herzfrequenz gleich. Blutdruck gleich. Aber Fieber 39 Grad Celsius. Atemfrequenz gestiegen. Bewusstsein auf einmal ganz komisch. Ja, wach. Wach heißt viel, aber er war nicht orientiert. Und hier zeigte er dann eine gewisse Somnolenz. News-Score 5 Punkte. Was für eine Dynamik dieses Erkrankungsbild mitbringt. Und dann sehen Sie hierzu die passende erste Laboruntersuchung. Dezente Leukozytose, Quick bereits verändert, keine Makumattherapie.
Natrium ein bisschen, ja, angeschossen, aber auch ein CRP von 50. Und was ich besonders spannend finde, ein Fibrinogen von knapp 500. Fibrinogen ist ein akutes Phaseprotein mit schlechter Halbwertszeit. Deswegen verwenden wir es nicht zur Steuerung von Antiinfektiva, aber es steigt an, wenn Sie ein infektiologisches Geschehen haben. Und wir hatten keine Ahnung, was dieser Mensch hat, weil der Fokus war nicht klar. Und weil führend das Bewusstsein das Problem war, haben wir ihn durch ein CCT geschoben, aber wir fanden keinen Hinweis auf eine frische Ischämie oder eine ICB. Nichts dergleichen. Also haben wir die Indikation zur Liquorpunktion gestellt. Denn es geht darum in der Notfallmedizin, wenn die Patienten ein fieberhaftes Bild haben und eine Vigilanzminderung, die Diagnose zu erzwingen. Und heraus kam eine Listerienmeningitis. Listerien können ganz schön tückisch sein, insbesondere zu Beginn, wenn die Patientinnen und Patienten vor allem durch das Bewusstsein erst tatsächlich auffällig werden. Die Therapie hier ist auch tricky, muss man erst drauf kommen, deswegen erwähne ich das, denn sonst machen wir das nicht so häufig. Mittel der ersten Wahl ist das banale Ampicillin, er braucht kein Meropenem oder ähnliches Zeug, aber das bitte hochdosiert. 2 Gramm und das 6-mal täglich, gegebenenfalls steigern bis zu 15 Gramm und diskutiert wird aus meiner Sicht berechtigt die Kombination mit Gentamycin bis zu 5 Milligramm pro Kilo über 2 Wochen. Es gibt hier unterschiedliche Datenlagen. Ich persönlich empfehle es noch zu tun. Und Sie sehen also mit diesen Ausführungen, dass die Sepsis auf die Haut geschrieben ist und dass manchmal das Bewusstsein das erste Zeichen ist und alles andere erst nachhängt, dass wir hier einfach auf der Hut sein und sehr sorgsam mit unseren Patientinnen und Patienten umgehen müssen. Die wesentliche Frage für unser weiteres Handeln, auch schon beginnt notfallmedizinisch, weil sich zum Beispiel Antibiotikatherapie danach richtet, ist die Frage, wo ist der Fokus? Und da gibt es die großen 3, egal ob präklinisch, innerklinisch oder auf Intensivstationen. Häufigst sind Atemwege, Gastrointestinaltrakt und Urogenitaltrakt verantwortlich als Fokus für das septische Geschehen. Leider beobachte ich aber viel zu häufig, dass wir umgangssprachlich förmlich abschlaffen, wenn es nicht zu den großen 3 gehören und auf einmal Lustlosigkeit eintritt und man kein Interesse mehr hat, einen weiterführenden Fokus zu finden. Und ich unterstelle, dass das insbesondere daran liegt, dass wir ja eigentlich nicht so richtig wissen, wie wir mit einem Schema vorangehen sollen, um nichts aus den Augen zu verlieren. Und ich empfehle hier immer, sich an einem Akronym zu bedienen, gerne den Lukas, die Lunge, den urologischen Trakt, gerne auch speziell den Uterus in den Fokus stellt. Auch hier nochmal zum Thema Toxic Shock Syndrome, ne? Sexualanamnese, Tampons etc. gehört hierzu. Ob es sich um eine kardiale Ursache handelt oder ein ZNS-Problem, wie gerade mit den Listerien oder auch eine Meningokokken-Meningitis dargestellt, ob es abdominale Foci sind oder solche im Bereich der Gelenke, ob es Haut- und Weichteilinfektionen sind, bis hin zur phonischen Gangrän oder eben die Wirbelsäule, zum Beispiel auch mit der Spondylodiszitis. Und nicht nur wichtig für die Wahl des Antibiotikums, sondern auch in der Fragestellung, ob die Patientinnen und Patienten einen chirurgisch notwendig sanierbaren Fokus haben. In der Medusa-Studie 2014 hier hat man gesehen, dass die Zeit zur Antibiotikagabe in etwa 2,1 Stunden betraf. Aber was ich viel spannender fand, war, dass die Zeit bis zur chirurgischen Sanierung 3 Stunden war. Da werde ich schon wieder hellhörig. Zeitpunkt von Eintreffen der Notaufnahme bis zur chirurgischen Sanierung im OP 3 Stunden. Das kann man ja fast kaum glauben, wenn man versucht, im echten Leben das mit zu begleichen. Da war jemand echt geprimed in der ZNA und hat mit dem Schlagstock jeden Tag gesagt bekommen, dass man sich gerade in einer Studie befindet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Denn wie häufig hören wir den Satz, oh, das ist eine septische Hüfte, wir nehmen sie morgen mit auf den Plan. Und hier muss man sagen, nein, so darf das natürlich auch nicht sein, weil was die Studie auch gezeigt hat, eine Verzögerung der chirurgischen Sanierung über 6 Stunden hinweg war mit einem deutlichen Anstieg der Mortalitätsrate, also mit einer signifikant reduzierten Überlebenswahrscheinlichkeit assoziiert. Das heißt, der septische Fokus muss raus. Und der chirurgische Teil ist nur ein kleiner Teil der Sepsistherapie, die Sie finden in nationalen, aber auch internationalen Leitlinien, also sowohl hier der F3-Leitlinie, die noch bis zum nächsten Jahr im Dezember gültig ist und gleichzeitig natürlich auch der Surviving Sepsis Campaign, die ja erst im vergangenen Jahr novelliert worden ist. Und da möchte ich schon mal vorgreifen, was tägliche Diskussionen
betrifft, nein, Sie müssen das Fieber bitte nicht senken. Es gibt keine Daten, die zeigen würden, dass unsere Sepsispatientinnen und Patienten davon profitieren, es sei denn, zum Beispiel zerebrale Gründe würden sie dazu zwingen, ein anderes Fiebermanagement einzuleiten. Aber Fieber können Sie bis 39,5 locker und flockig und gerne zulassen. Es scheint sogar hilfreich zu sein als eine Art natürliches Bekämpfungsinstrument gegen die Infektion. Stattdessen sind im Sepsisbündel, das immer als Bündel zu verstehen ist, 5 Punkte inkludiert. Ich mache gerne 6 daraus, nämlich Serumlaktat nicht nur zu messen, sondern bitte den Verlauf auch zu kontrollieren. Damit haben Sie 2 Punkte. Die Abnahme der wichtigen Blutkulturenvorgabe, der Breitspektrum-Antibiotikatherapie, die rasche Gabe von kristallinen Lösungen und auch die frühzeitige Gabe von Norepinephren, wenn die Infusionstherapie offenkundig nicht ausreichend ist, um den zielmittleren arteriellen Blutdruck von mindestens 65 mm Hg zu erreichen. Und ich möchte hier in den Raum stellen, dass es einige Patientinnen und Patienten mit chronischer Hypertonie gibt, bei denen man erwägen sollte, ob man das nicht individuell anpasst und nach oben setzt. Wir wissen, dass die frühzeitige Gabe von Infusionen auch schon im Rettungsdienst mit einer aggressiv kombinierten, vielleicht sogar Norepinephrintherapie und einer Laktatclearance von über 10% dazu führen kann, dass die Mortalitätsrate besser wird. Sie sehen hier Daten von 2021, publiziert im American Journal of Emergency Medicine, hat man präklinisch Laktat gemessen und hat sich das sehr schön angeschaut im weiteren Verlauf an 185 Patienten und hat festgestellt, dass wenn die präklinische Therapie bereits dazu führte, dass die Laktatclearance über 10% war, dass dann die Mortalitätsrate deutlich geringer war als bei den Patientinnen und Patienten, bei denen die Kreislaufstabilisierung mit entsprechender Laktatclearance nicht gelungen ist. Das war signifikant im Bereich der 30-Tage-Mortalität. Ja, und wie viel Infusion geben wir denn dann schon im Rettungsdienst? Die Leitlinien sagen, man soll sich an 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht richten. Und hier zeige ich Ihnen das Ergebnis eines systemischen Reviews zu dem Thema, veröffentlicht im April 2021. Hat man 7 Studien eingeschlossen. Keine war prospektiv auf diese Fragestellung ausgelegt. Und ich bin sogar jetzt schon so weit und kann mich mit Ihnen committen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie viele Infusionen wir den Patientinnen und Patienten wirklich geben sollten, weil es ist nun mal hochvariabel. Patienten und Patienten sind unterschiedlich. Der Erstkontakt ist in verschiedenen Stadien. Manche haben einen Schock, manche haben ihn eben noch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass hier in der Range von ca. 30 Milliliter pro Kilogramm in den ersten bis zu 6 Stunden kein signifikanter Effekt auf die Mortalität gezeigt werden konnte und keiner auf die Komplikationen, die behandelt werden mussten. Und ähnlich zu dem Thema auch Infusionstherapie, auch sehr schön, wie ich finde, was die Diskussion von Patientenklientel betrifft, eine retrospektive Observationsstudie an 9 Kliniken, über 11.000 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Man hat geguckt, wer bekommt wann wie viel kristalloide Lösungen und was für einen Effekt hatte das auf die Mortalität. Und hier war es sehr spannend, dass die Patientinnen und Patienten, die mit Herzvorgeschichte, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz oder beispielsweise einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz vorstellig wurden, dass die später die Infusionstherapie bekommen haben und auch in Summe weniger Infusionen erhielten, aber dass diese Patienten auch eine schlechtere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liegt aber daran, dass die Patienten einfach vorerkrankt waren. Deswegen sind die auch schlechter ins Rennen gegangen. Okay, sei geschenkt. Es war auch eine retrospektive Studie. Das kann sehr wohl sein. Aber was wir offenkundig nicht sehen, ist, dass ein vorsichtigeres Verhalten dazu führt, dass sie eine bessere Überlebenschance haben. Und deswegen bewerbe ich immer, dass bei Patientinnen und Patienten mit Perfusionsstörungen auf dem Boden eines septischen Geschehens erstmal einen Volumenbolus verdient haben, um dann die Therapie zu individualisieren. Hier nochmal Multicenter, randomisierte Machbarkeitsstudie bei Sepsispatienten ohne Schocksituationen. Dieses Jahr publiziert, um auch nochmal zu überlegen, wie viel Infusion braucht der Mensch im Erstangriff, restriktiver Standard gegen eine Art feuerfreie Infusionstherapie. Sehr schönes Studienprotokoll.
Man hat diese Patientinnen und Patienten in 2 Gruppen eingeteilt, nämlich eine restriktive Fluidarmgruppe und in eine Standardarmgruppe. Und in der restriktiven Gruppe war eine Infusionstherapie erst dann erlaubt, wenn die Patientinnen und Patienten ein Laktat von größer gleich 4 Millimol hatten, egal ob arteriell oder in der venösen BGA, beziehungsweise eine Hypotension mit einem entsprechenden systolischen Blutdruck unter 90 mm Hg und eine schwere Oligurie aufgezeigt haben. Wenn eine oder mehrere dieser Kriterien gepasst haben, bekamen die Patientinnen und Patienten 250 Milliliter einer kristalloiden Lösung. Das konnte gegeben werden in Abhängigkeit des klinischen Zustands und des behandelnden Arztes oder der Ärztin. Und im Ergebnis, muss man sagen, hat sich hier überhaupt nichts getan. Das heißt, wenn Sie restriktiv gehandelt haben und nicht zu aggressiv eingestiegen sind, war das Outcome innerhalb der ersten 24 Stunden, was die Gesamtgabe betraf, aber auch die sekundären Outcomes vollkommen gleich. Und das heißt, wir wissen im Moment nicht, wie wir es machen sollen. Also habe ich natürlich als Notfallmediziner gesagt, muss mein Lieblingsinstrument her, die Sonographie. Wir schauen einfach, wie geht es den Patientinnen und Patienten mittels Sonographie. Wir gucken uns das Herz an und die Vena cava inferior und steuern danach die Volumentherapie. Hier eine randomisierte, kontrollierte Studie aus dem vergangenen Jahr in Notaufnahmen akademischer Lehrkrankenhäuser. Die hat man nach Vena cava inferior gesteuert, die Bolustherapie gemacht mit 10 Milliliter pro Kilogramm, allerdings Nazel, versus Standardprotokoll, also wenn jemand kam, bekam er 30 Milliliter pro Kilogramm, knapp, nein, gut, 200 Patienten eingeschlossen, Endpunkt 30 Tage Mortalität. Es gab keine Verbesserung durch die Sonographie und wir sind so schlau wie auch zuvor. Wir werden Ihnen heute für die Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner keine eindeutige Strategie geben können, wie das Infusionsmanagement zu erfolgen hat. Was aber wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten die Therapie bekommen, bevor die Übernahme auf eine Intensivstation erfolgt. Und was hier auch sehr spannend war, ist, dass wenn Sie sich entscheiden wollen zwischen einer Nazeltherapie und einer Kristallidentherapie, dass die Patienten von einem frühzeitigen Management beginnend in der Notaufnahme profitieren und dann von kristalloiden Lösungen. Wie ist also unsere Strategie? Was gebe ich Ihnen mit bezüglich des Infusionsvolumens, wenn wir so viele unterschiedliche Aussagen haben? Worauf sollten wir uns stützen? Erstens, wir wissen aus prospektiven Interventionsstudien, dass die frühe und bereits präklinische, wenn möglich, Kreislaufstabilisierung zu einer signifikant verbesserten Mortalitätsrate in der 30-Tage-Mortalität führt. Zweitens, wir wissen, dass nicht nur die Infusionstherapie zur Kreislaufstabilisierung führt, sondern wir wissen auch aus einer kleinen prospektiven Studie, dass die frühzeitige Gabe von Noradrenalin das Outcome der Patientinnen und Patienten verbessern kann und insbesondere auch viel weniger Infusionsvolumen notwendig ist, um eine Stabilisierung des Kreislaufs zu erreichen. Das heißt, Sie merken sich bitte, dass die Noradrenalintherapie genauso organisatorisch geführt wird wie die NIF-Therapie und das Rufen des Rufdienstes. Wenn man darüber nachdenkt, ist es richtig und Sie leiten es eher früh ein, weil deeskalieren kann man immer noch und Sie haben die Stabilisierung der Perfusion frühzeitig sichergestellt und freuen sich über weniger Volumenlast. Und hier ist man auch deutlicher geworden, was die Katecholamintherapie bei Sepsis betrifft. Man muss keine unsäglichen Vasopressin-Diskussionen für den Erstangriff mehr führen. Noradrenalin zu geben als Mittel der ersten Wahl ist richtig und ist wichtig. Und Sie müssen bitte auch nicht warten, bis ein ZVK implementiert worden ist, sondern wenn Sie darüber nachdenken, dass der Patient das jetzt zusätzlich zum Volumen braucht, dann ist es selbstverständlich auch über die periphere Gabe möglich, bis Sie ZVKs implementiert haben, je nach lokalem Protokoll. Aber bitte verzögern Sie es nicht wegen unsäglicher Halbwahrheiten, die nur dafür Sorge tragen, dass die Patientinnen und Patienten der Sepsis bis dahin keinen adäquat ausreichenden Perfusionsdruck haben. Strategie für uns in der Notfallmedizin, was das betrifft, ist also frühzeitig einzuleiten, kristalline Infusionslösung
plus Noradrenalin, wenn wir darüber nachdenken, um eine frühzeitige Laktat-Clearance zu erreichen und die Patientinnen und Patienten so zur kausalen Therapie zu tragen. Blutkulturen gehören dazu. Selbstverständlich tun sie das und müssen abgenommen werden. Wir wissen, dass positive Blutkulturen uns nicht mehr helfen, das Antibiotikaregime frühzeitig anzupassen, und jeder Antibiotic Stewardship Kollege freut sich darüber, wenn wir dazu auch frühzeitig in der Lage sind. Wir wissen auch, dass positive Blutkulturen mit einer erhöhten Mortalitätsrate vergesellschaftet sind. Und über die Blutkulturen gibt es auch viele Halbwahrheiten. Herr Gründling und ich, wir haben uns gestern erst darüber unterhalten. Ganz spannende Themen. Es ist mir nur wichtig, dass Sie bitte ausreichend Volumen abnehmen. Sie sollen keinen Aderlass vollführen, aber Sie sollten doch mindestens 40 Milliliter und gerne 60 Milliliter abgenommen haben, um auch wirklich eine entsprechende Ausbeute zu gewährleisten. Sie sehen, die Daten sind alt, von 2004, 2007 und auch 2011. Und trotzdem muss man immer wieder darauf hinweisen, dass initial die ausreichende Entnahme von Blutkulturen richtig und wichtig ist. Machen Sie es publik, nutzen Sie, was Sie dafür können. Hier ein Bild von meiner zentralen Notaufnahme aus Greifswald und dem Sepsis-Dialog geklaut, das Sixpack, damit wir überall hingehen und die Blutkulturen anwenden können, und ein kleines One-Minute-Wonder mit den Hard Facts, und so implementieren Sie den Prozess der Abnahme von Blutkulturen in ausreichenden Mengen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass keine Studie bei einer banalen Sepsis wirklich unterstützt, dass die zeitlich versetzte Abnahme von Blutkulturen irgendetwas für den Patienten bringt. Vielmehr führt es dazu, dass Sie in der Notaufnahme ein Paar abnehmen und das zweite Paar dieser Abnahme auf Peripherstationen oder DMC in Vergessenheit gerät, und Sie haben lächerliche 20 Milliliter abgenommen und natürlich dann überhaupt gar kein Ergebnis. Seien Sie hier bitte mutig und nehmen Sie ausreichend Blutkulturen steril aus einer Punktionsstelle ab, bestenfalls gleich mit der initialen Laborentnahme, damit die Kontamination im Gerinnungslabor verschwindet von mir aus und wir dann in der Lage sind, im weiteren Verlauf gute Auswertung zu haben. Und dann beginnt die Antibiotikatherapie, und ich bin hier Frankfurt einfach, wie man so schön sagt. Früher waren wir hochaggressiv, und obgleich ich Antibiotic Stewardship geschult bin, möchte ich sagen, dass die Tarragona-Strategie nicht im Widerspruch zu Antibiotic Stewardship steht. Ganz und gar nicht. Septische Patientinnen und Patienten brauchen eine frühzeitig ausgeglichene, auf Patienten und Fokus ausgerichtete, lokale Resistenzen einbezogene, aggressive Antibiotikatherapie, die dann im Verlauf nach Ergebnis des bakteriellen Status aus den Blutkulturen angepasst wird. Und das eine und das andere steht nicht im Widerspruch, sondern kann sehr gut Hand in Hand funktionieren, wenn Sie lokale Resistenzen mit einbinden, als Beispiel sich updaten lassen in Ihren Regionen der Landesärztekammern, der eigenen Kliniken und auch deutschlandweit, und damit das richtige Antibiotikum im Regime wählen, gerne Penicillin basiert. Die Studie kennt jeder und ich zeige sie immer wieder, weil ich finde die Statistik so schön. Und ja, in den anderen Daten haben wir nicht so eine ganz hervorragende Reduktion der Mortalitätsrate in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Antibiotika gesehen. Aber es gibt auch keine Studie, die beweist, dass wenn Sie länger mit den Antibiotika warten, dass es dann dem Patienten besser geht. Also bitte, Antibiotikum in der Sepsis ist zu werten wie ein Katecholamin bei der Hypotonie. Denken Sie dran und geben Sie es frühzeitig und verlassen Sie nicht den Raum, bevor das Antibiotikum nicht läuft. Insbesondere bei Patientinnen und Patienten, die im Schockgeschehen sind. Weitere Daten haben auch hier gezeigt, dass natürlich die Korrelation nicht so eindeutig war, wie Kumar es in seiner Studie gezeigt hat. Aber es gibt eine lineare Beziehung zwischen Zeitpunkt der Antibiotikagabe und der Mortalitätsrate. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, hat es Sinn, im Rettungsdienst schon damit zu beginnen? Da gibt es im Moment nach meiner Kenntnis genau eine Open-Label, multizentrisch randomisierte prospektive Studie, die 2.500 Patienten eingeschlossen hat und hat die Antibiotikatherapie in der Präklinik gegeben. Dann hat man geschaut, bringt es was oder bringt es nichts? Und die Wahrheit ist nein. In dieser Studie hat man keinen Vorteil durch die präklinische Antibiotikagabe gesehen. Allerdings hat man auch sehr viele gesunde Infektionspatienten eingeschlossen und eben nicht nur zum Beispiel ein Klientel rausgesucht, das sich im septischen Schock befunden hätte. Aber das frühe Erkennen und das Management
das allein durch die Implementierung der Studie gesetzt worden ist, und das haben die Autorinnen und Autoren selbst formuliert, führt zu einer Verbesserung des Outcomes von Sepsispatientinnen und Sepsispatienten. Die zeitlichen Vorgaben haben sich berechtigt ein Stück weit angepasst. Man macht klar, liegen Patientinnen und Patienten im Schock bei Ihnen. Diese schockigen Patienten könnten diesen Schock auf dem Boden einer Sepsis haben. Dann geben Sie umgehend innerhalb der ersten Stunde das Antibiotikum. Wenn Patientinnen und Patienten keinen Schock haben und es ist eine wahrscheinliche oder nachgewiesene Sepsis, bekommen Sie ebenfalls sofort das Antibiotikum, auch wenn die Sepsis noch nicht den Schock ausgelöst hat. Und wenn die Sepsis eine, ja, nicht wahrscheinliche, aber doch mögliche Ursache dafür ist, dann eskalieren Sie die Diagnostik und geben Sie das Antibiotikum innerhalb der ersten 3 Stunden. Aber geben Sie es vor Aufnahme auf der Intensivstation, denn wenn Sie warten, bis Sie die Patienten verlegt haben auf die Intensivstation und das Antibiotikum nicht bei Erstkontakt in der Notaufnahme geben und sicherstellen, dass es reinläuft, dann explodiert die Mortalitätsrate im Vergleich zu solchen, die es sofort bekommen haben. Und es bezieht sich hier auch auf und insbesondere die Patientinnen und Patienten, die in einer Aufnahmestation in der ZNA behandelt worden und dann weiter verlegt worden sind. Hier muss sichergestellt werden, dass, wenn es sich um Antibiotika handelt, die häufiger appliziert werden müssen, dass die Zweitgabe ebenfalls frühzeitig gegeben wird. Denn haben Sie ein Dosisintervall von 24 Stunden, kommt es in 4% der Fälle zur Verzögerung der Zweitgabe und hier auch zu einer Verschlechterung des Outcomes. Und wenn Sie, und das ist mir auch ganz wichtig, ist, innerhalb von 6 Stunden die nächste Gabe hätten applizieren müssen, kommt es in 72% der Fälle bei der Zweitgabe zu einer Verzögerung des Intervalls und zu einer Verschlechterung des Outcomes. Also stellen Sie in der Übergabe sicher, dass die Antibiotikatherapie entsprechend organisatorisch sichergestellt ist. Sie erlauben mir, dass ich über die Penicillinallergie herhüpfe, die habe ich vergessen blind zu schalten, denn das ist nicht unser Thema heute in der präklinischen und innerklinischen Akut- und Notfallmedizin. Ich möchte nach diesen Ausführungen noch einmal mit Ihnen auf der letzten Folie zusammenfassen, worauf es wirklich ankommt, weil es wichtig ist. Weil es nicht nur mir wichtig ist, sondern insbesondere für die Patientinnen und Patienten. Es geht darum, in der Notfallmedizin an die Sepsis frühzeitig zu denken und sich die Frage zu stellen, könnte es eine Sepsis sein? Es geht darum, sie früh zu erkennen und früh zu benennen, damit auch im Rahmen der Übergaben das Management fortgeführt werden kann. Es geht darum, früh zu perfundieren, während man früh diagnostiziert, also symptomatische Behandlung, Sicherstellung einer adäquaten Perfusion, während die Diagnostik läuft, inklusive Blutkulturen in ausreichender Anzahl an Millilitern. Und dann geht es darum, früh zur kausalen Therapie zu kommen mit Antibiotika und chirurgischer Sanierung und zu reevaluieren, ob man auf dem richtigen Pferd sitzt oder einfach nochmal umsatteln muss. Und mit dieser Ode an die Sepsis in der präklinischen, aber auch innerklinischen Notfallmedizin sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, dann stehe ich total gern zu Ihrer Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Lieber Herr Caso, ganz herzlichen Dank für den wieder tollen Vortrag und für den super Mix aus praktischen Tipps, praktischen Ideen und einer fundierten Studienlage, die Sie uns hier präsentiert haben. Und ich möchte gar nicht lange schwafeln, sondern gleich in den Chat gehen. Da gab es eine erste Frage vorhin. Achso, vielleicht noch kurz den Hinweis an alle. Wenn Sie Fragen haben, mitdiskutieren wollen, schreiben Sie es bitte in den Chat. Ich lese es vor und leite es an Herrn Caso weiter. Natürlich kann ich Sie auch freischalten, wenn Sie einen Diskussionsbeitrag geben wollen. Hier war die Frage, als es um die Gabe von kristalloiden, balancierten Lösungen oder NACE, physiologischer Kochsalzlösung gab, ob es nicht unlängst in Australien eine Studie gab, die gezeigt hätte, dass Kochsalzlösung genauso gut ist wie die balancierte. Das ist Doch, gibt es tatsächlich und das führt natürlich zu Verwirrung par excellence.
Aber es gibt auch Daten, die gezeigt haben, wenn man zwischen der balancierten und der Nahtzel entscheiden darf und man entscheidet sich frühzeitig und noch in der Notaufnahme für eine balancierte Lösung, im weiteren Verlauf das Outcome der Patientinnen und Patienten besser war. Insbesondere wenn man erst bei Patienten, die dann irgendwann auf der Intensivstation gelandet sind, Nahtzel oder Kristalloide gab, war das Outcome hier gleich. Und was mir ganz wichtig ist, ein komplexes Bild wie die Sepsis, die man dann zum Beispiel erst in der Spätphase durch eine Stellschraube zu untersuchen versucht, glaube ich, kann gar keine ordentlichen Ergebnisse mehr zur Folge haben. Wir brauchen Therapiebündel und keine Einzelmaßnahmen in der Hoffnung, dass sie uns in dem Verlauf wirklich weiterhelfen. Bestes Beispiel ist jetzt wieder das Vitamin C. Ja. Mit dem wir wieder unbehelmt gegen die Wand gerannt sind. Es geht um Kombinationstherapien und den frühen Ansatz. Und ich kann nur dafür plädieren, wenn man sich frühzeitig in der Notaufnahme für die Sepsis engagiert und nicht in einem System lebt, in dem die Patientinnen und Patienten direkt mit dem Erkrankungsbild auf die Intensivstation gehen, dann ist die frühzeitige kristalloide Gabe aus meiner Sicht noch State of the Art, bis andere Daten mir das Gegenteil beweisen. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das klare Statement. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Bei uns in Deutschland, glaube ich, hat man das Problem ja gar nicht so sehr, weil physiologische Kochsalzlesung in diesen großen Abpackungen ist ja gar nicht so einfach zu bekommen, sage ich mal so. Ja, das stimmt. Ja, dann hätte ich eine Frage, Herr Caso, wie relevant oder wie wichtig in diesem ganzen Kontext des Erkennens auch der Art des Fokus schätzen Sie die Anamnese ein und auch die Rolle der Angehörigen, wenn man da als Notarzt hinkommt, um Informationen zu bekommen? Also ich glaube, die Wichtigkeit insbesondere des Rettungsdienstes ist unfassbar hoch, weil die Herrschaften sind unsere Augen, unsere Ohren und unsere Nasen und können die komplette Umgebung mit aufsaugen und uns gegenüber transportieren. Von Hygienestandards über Umstände bis zu Haustieren, aber auch Kleinigkeiten. Also ich weiß noch, dass ich auf die Diagnose der Spondylodiszitis gekommen bin, weil ein PJ-Student sich nach 24 Stunden nochmal zum Patienten setzte und die Anamnese vervollständigt hat. Und das darf natürlich nicht passieren. Da fällt in einem Nebensatz, dass er ja auch schon irgendwie seit 16 Wochen Rückenschmerzen hatte. Da haben sie lauter Oberärzte, Fachärzte gesehen, wie sie sich die Hand vor die Stirn geschlagen und gesagt haben, ja, verdammte Hacke, da schauen wir jetzt nochmal nach. Und im MRT haben wir dann eine dicke Spondylodiszitis gefunden, auch ausladend mit einer Abszedierung, die vorher einfach klinisch überhaupt nicht zur Diskussion stand. Es steht und fällt mit einer guten klinischen Untersuchung, mit einer guten Anamnese, um auf den Fokus zu kommen, ist meine feste Überzeugung. Und umso früher, desto besser. Ja, vielen Dank auch für das Statement. Ich glaube auch, dass es oftmals unterschätzt wird, vielleicht auch in der Hektik und Dramatik der Situation im Rettungsdienst, eben die Angehörigen genauer noch zu befragen. Ne? Weil das sind die, gerade wenn man die Vigilanz sich anschaut, ne, die wissen, ist das jetzt schon verwirrt oder ist er immer so gaga? Ja, und das kann ich als Notarzt natürlich überhaupt nicht einschätzen. Und das ist eine wichtige Information, die zum Organversagen, zum zerebralen Organversagen uns zum Beispiel was liefert. Absolut. Ja, dann ist hier die Frage, welche Antiinfektiva zukünftig im Notarztdienst vielleicht für eine präklinische Therapie mitgeführt werden müssten. Das setzt natürlich voraus, dass wir jetzt sagen, ja, das müssen wir. Ne? Ja, und damit tue ich mir insbesondere in Deutschland ein bisschen schwer. Wir haben so eine brutal gut aufgestellte präklinische Infrastruktur und so eine schlechte Evidenz, dass bei diesen kurzen Wegen die präklinische Antibiotikatherapie irgendwas bringen würde, dass ich wirklich größte Bauchschmerzen habe, auf die Frage zu antworten. Und wenn man mal mit mir als Kollegin oder Kollege des Rettungsdienstes für eine Woche in der Notaufnahme mitläuft, dann sieht man auch immer, wenn ich die dann einbinde in die Antibiotikatherapie, dass es nicht mit einem Präparat getan ist, sondern wir müssen es anpassen an den Fokus,
Und es tut sich hier so viel, auch was Initialtherapien betrifft. Tazobac geben wir mittlerweile initial 9 Gramm als Beispiel. Man muss es immer wieder an die lokalen Resistenzen anpassen. Das ist nichts, was ich dem Rettungsdienst aufbürden würde, wenn wir uns durch die Datenlage dazu nicht gezwungen sehen. Sehr häufig geben wir Piperacillin Tazobactam als Kombinationstherapie. Das ist schon eine notfallmedizinische Waffe als Antibiotikum, aber, da wiederhole ich mich jetzt, bei weitem nicht das One-Fits-All-Antibiotikum, das als Monotherapie bei jedem Fokus und in jeder Situation richtig ist. Da tue ich mir tatsächlich ein wenig schwer. Ja. Ich glaube, ein Aspekt kommt auch noch dazu, wenn man die Wichtigkeit der Blutkulturen ja betrachtet, wäre das ja auch noch was man jetzt im Notarztdienst praktisch vor dem Beginn der antiinfektiven Therapie machen müsste. Und man soll möglichst Kontaminationen vermeiden und. Also da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Problemen, die wir uns dann noch zusätzlich schaffen für die weitere Diagnostik und Therapie. Absolut, absolut. Ja, dann ist hier die Frage, die stelle ich vielleicht ein kleines bisschen nach hinten an. Eine Frage zu dem fulminanten Verlauf in der ZNA mit den Hausbläschen. Wurde da denn nicht breit antiinfektiv therapiert, ist die Frage. Und wie kam es also zu diesem dramatischen Verlauf? Ja. Jetzt könnte ich beinahe sagen, es wurde zu breit therapiert. Und das ist wieder so was Komisches, ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Also dieses toxische Schocksyndrom, das kann vom Prinzip durch 2 Erreger vor allem ausgelöst werden, entweder Staphylococcus aureus oder Streptococcus pyogenes. Und wissen Sie, was das mit Abstand beste Mittel dagegen ist? Das banale Penicillin. Und wir haben eine Kombination aus einem Carbapenem, nämlich Meropenem, plus Vancomycin appliziert. Aber dennoch war diese Dame in einem solch fulminanten Organversagen, dass auch diese Therapie sie nicht hat retten können. Und auch das zeigt aber wieder, dass aggressiv und irgendwie breit nicht immer gutheißen muss, sondern wir müssen eben auch effizient mit adäquaten Wirkspiegel und dem hierfür wirklich perfekt passenden Antibiotikum zum Fokus vordringen und ihn erreichen. Dazu gehören auch so Kleinigkeiten. Ne? Bei einer MSA-Pneumonie als Beispiel gebe ich halt kein Daptomycin, weil Surfactant ist einfach vernichtet. Die Diskussion über Vancomycin bei der Lunge führt man in Deutschland nicht so gerne. Man gibt lieber Linezolid. Ist aber bei der MSA-Pneumonie auch der Nachweis der MSA-Sepsis, müssen Sie sich schon um Kombinationstherapien Gedanken machen. Da werden Sie mit Linezolid alleine als bakteriostatisches Antibiotikum nicht weiterkommen. Was machen Sie jetzt? Kombinieren Sie das wirklich mit Vancomycin? Will man das machen? Oder steigt man um auf ein 5-Generations-Cephalosporin in der Hoffnung, dass trotz fehlender MSA-Vergleichsstudien wir hier sowohl die MSA-Sepsis als auch die Pneumonie treten? Also es ist ziemlich komplex, aber nochmal auf diese Frage zurück. Wir haben hochaggressiv und sehr breit behandelt und es hat trotzdem nicht geholfen. Manchmal ist das leider so. Ja. Okay. Dann gibt es eine Frage zu Blutkulturen. Und zwar wird in Hannover im Medizinstudium gelehrt, dass man 2 bis 3 Blutkulturen an getrennten Punktionsstellen abnehmen soll. Und wird ein bisschen begründet mit der Gefahr der Verunreinigung. Also die Diskussion, die wir, glaube ich, beide gestern hatten. Ja, genau. Also dann fragen Sie doch höflich nach der Datenlage. Ich habe keine gefunden und irgendwann auch mal verzweifelt Herrn Gründling angeschrieben und habe gesagt, wo sind die Daten, die ich nicht sehe? Aber sie haben mich beruhigt. Haben auch, das gibt es halt nicht. Und das Kontaminationsargument, da muss ich sagen, wieso ist das Kontaminationsrisiko vermindert, wenn ich zweimal punktiere? Das konnte mir bis heute keiner erklären. Also wenn ich bei der ersten Punktion schon ein Kontaminationsrisiko habe, wieso soll das bei der zweiten jetzt geringer sein? Und es ist halt auch ein Zeitaspekt und auch ein Motivationsaspekt. Also bei aller Liebe, wir sind ja unter uns, aber ich unterstelle jetzt, dass wenn man unter Druck steht und die nächsten 3 Patientinnen und Patienten warten und ich muss jetzt nochmal hochsteril an einer zweiten Stelle punktieren, dass die zweite Stelle ein viel höheres Kontaminationsrisiko hat
als wenn ich ein einziges Mal punktieren muss, aber mich hier in Ruhe darum kümmere, dass es wirklich unter adäquaten Kriterien läuft. Und dass es hier keine Daten gibt, die man mir aufzeigen kann, die zeigen, dass es das Gegenteil ist, dann nutze ich den pragmatischen Zeitvorteil und die Effizienz und mache das ordentlich und fix in eine Stelle rein. Ja, ja, vielen Dank. Also das kann ich, wir machen es schon seit Jahren so. Das ist natürlich gar kein Argument, das weiß ich. Aber es gibt tatsächlich von Frau Lamy aus Frankreich so eine Übersichtsarbeit zumindest, die sich dem Thema gewidmet hat. Und die kommt zu dem Schluss, dass eben die Abnahme aus einer Punktionsstelle auch mit einer niedrigeren Kontaminationsrate sogar assoziiert ist, was ja auch irgendwie ein bisschen logisch erscheint. Wenn ich schlecht desinfiziere, mache ich es vielleicht dreimal schlecht. Und dann habe ich 3 positive Blutkulturen mit Staph-Epi und dann muss ich das sogar noch therapieren, obwohl es nur eine Verunreinigung ist. Also hier hat man vielleicht das Phänomen, dass tatsächlich der eine vom anderen abschreibt und dieses Mehrfachpunktieren vielleicht aus der Endokarditis-Diagnostik noch Überbleibsel ist oder sowas. Ja. Denn ich muss mal kurz hier schauen. Zwischendurch eine Frage war noch zum Interleukin 6, ob das Sinn macht im Schockraum in der Notaufnahme. Also das ist eine gute Diskussion, aber ich würde niemals vom Interleukin 6 meine Therapie abhängig machen, ob ich jetzt hier auf die Sepsis gehe oder nicht. Interleukin 6 hat den großen Vorteil, dass es eine kurze Halbwertszeit hat, aber es ist ein kleines Mosaiksteinchen und selbst PCT hilft mir in Einzelfällen für mich, dann nochmal eine Entscheidung zu treffen und gilt viel mehr als Verlaufsparameter, um zu gucken, wie es den Leuten geht. Aber im Schockraum wäre es für mich keine Entscheidungshilfe. Okay. Ja, dann muss ich mich entschuldigen. Irgendjemand hatte vorhin hier die Hand gehoben und eine Sprecherlaubnis. Ich finde denjenigen also nicht mehr. Also wenn derjenige noch Bedarf hat, dann muss er irgendwie sich nochmal anderweitig bemerkbar machen. Dann ist ja nochmal die Frage, wie steril müssen die Blutkulturen abgenommen werden? Ich habe mal gelernt, mit sterilen Kompressen zu wischen. In meiner aktuellen Arbeitsstelle wird das eher mit Tupfer aus den Spendern gemacht. Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung ist, keine Wisch zu machen, sondern eine Hautdesinfektion ordentlich durchzuführen und dann bestenfalls gar nicht mehr drüber zu wischen, sondern in das sterile Gebiet zu stechen. Ja, okay, danke. Dann ist hier fast so ein kleiner Wunsch nach einer Zusammenfassung, der da wäre, welche Punkte sollen denn kurz und knackig in eine SOP für den Rettungsdienst? Könnte es eine Sepsis sein? Die Frage muss gestellt werden. Ausführliche Anamnese und körperliche Untersuchung. Im Zweifel Sepsistherapie einleiten. Durch Infusionstherapie. Wenn Sie über Noradrenalin nachdenken, ist es richtig. Rascher Transport in die nächstgelegene, Achtung, jetzt kommt der wichtige Teil, geeignete Klinik. Und bitte formulieren Sie bei der Übergabe, was der Verdachtsmoment ist und nehmen Sie das Wort Sepsis in den Mund. Ja, vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Statement. Ich bin ein bisschen am Gucken, aber ich glaube, ich finde keine neuen aktuellen Fragen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen. Erstmal haben Sie viele Statements im Vortrag schon gehabt und jetzt auch die Fragen exzellent beantwortet. Herr Casu, nochmal herzlichen Dank. Ich glaube, dass ich auch im Namen der vielen Zuhörerinnen und Zuhörer spreche, wenn ich Ihnen nochmal danke für diesen tollen Vortrag und dafür besonders, das ist meine Sicht auf die Blicke, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Vielen, vielen Dank, dass wir dadurch überhaupt eine Sepsis-Akademie machen konnten. Und ich glaube, wenn Sie Fragen haben, dann ist Herr Casu über die Social-Media-Kanäle und so weiter immer erreichbar und wird Ihnen da weiterhelfen. Es kam nochmal die Frage nach den Unterlagen. Wir haben auf YouTube ja den Vortrag wieder gehabt und ich gehe mal davon aus, dass wir den da lassen können, Herr Casu. Das können wir aber nochmal in Ruhe sonst besprechen, sodass Sie ihn da auch nachschauen können. Ja, das denke ich, wäre es auch von meiner Seite gewesen. Nochmal herzlichen Dank und ich wünsche allen
einen schönen Abend noch und lassen Sie es gut gehen. Und bis zum nächsten Mal in der Sepsis-Akademie. Da stellt sich ja die Frage, was ist nun nächstes Mal? Denn eigentlich der Herr Caso im November ja dran gewesen. Da werden wir es so machen, dass Herr Brenner aus Essen zum NGS sprechen wird, also Next Generation Sequencing, als eine Frage, um Sepsis auch besser zu erkennen. Das mag dem einen oder anderen sehr, sehr wissenschaftlich und theoretisch erscheinen, aber ich glaube, das wird in Zukunft eine große Rolle spielen und gemischt mit anderen Dingen wird das auch wieder ein interessanter Vortrag. Und das Thema mit der künstlichen Intelligenz und der Sepsis werden wir im nächsten Jahr dann auf die Agenda der Sepsis-Akademie schreiben. Und lassen Sie mich vielleicht schließen, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, was Thema in der Sepsis-Akademie sein sollte, dann scheuen Sie nicht, uns zu schreiben. Sie wissen, wie Sie uns finden. Wir werden versuchen, die Referenten dann zu gewinnen. Und wir werden, glaube ich, im November auch mal eine kleine Umfrage machen, wie wir dieses Format weitergestalten sollten. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.